4 Tagen Verona bin ich wieder auf Tour. Und dieses Mal ist es irgendwie ganz anders. Also, wir haben 20 nach 5 und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo ich heute Nacht schlafen werde und es ist völlig in Ordnung. Ich bin echt gespannt, wo ich bleibe. Ich hatte auch überhaupt keine Lust, mir irgendwas zu suchen vorher. Also ich bin gespannt. Ich habe großes Vertrauen irgendwie mittlerweile. Es ist einfach schon irgendwie, was sich ergeben wird. Ob es jetzt mit Leuten oder ohne Leuten ist, das wird sich zeigen. Diese Straße. Vor allem, dass die für Autos ist, ist krass. Manchmal sollte man die Einbahnstraßen beachten, die wegen Sperrung sind. Ja, auch ganz cool aus, die Kirche. Dann schläft es tatsächlich, dass man wirklich super früh auf ist. Boah, aber es war echt nicht geil heute Nacht. So viele Mücken da gewesen, also ich muss mir irgendwie mal ein Mückennetz also für mein Gesicht kaufen. Weil ich liebe es, ohne Zelt zu schlafen. Das ist so geil, aber wenn die ganzen Mücken ins Gesicht fliegen, dann kann ich aber nicht schlafen. So warm nachts, das ist echt krass. Schwitzt man echt im super dünnen Daunenschlafsack. Vielleicht schlafe ich auch nur mal mit Inlet, muss ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Schon schön, es ist 7 Uhr morgens. So, ich bin jetzt bei einem Café und ich habe jetzt gerade meinen Akku eingesteckt und ich bin jetzt mal gespannt. Also 8 Uhr, ich werde ihn jetzt laden. Er hat jetzt noch 35 Kilometer. Mal gucken, was er schafft in der Stunde oder halben Stunde, die ich hier esse und Kaffee trinke. Ich habe gemütlich gefrühstückt, 2 Cappuccino getrunken. Paar Nachrichten beantwortet und mein Akku ist jetzt von 34 Kilometer auf 101. Also das ist schon geil mit diesem Bosch 6a Ladegerät. Also das rentiert sich schon auf jeden Fall, da zu investieren. Weil jetzt bin ich den ganzen Tag wieder voll versorgt mit dem Akku. Vielleicht kann ich heute Mittag noch mal ein bisschen nachladen. Aber jetzt erstmal good to go. Schon ganz geil mit den Fahrradwegen. Also man muss halt echt nur wissen, wo man lang fährt. Und sonst dann gibt es das auch eigentlich ganz gut. Über ein Privatgrundstück drüber und die Wiese. Aber na gut. Man lernt auf jeden Fall das Land ganz anders kennen. Es ist auch einfach schon echt warm und es ist kein Lüftchen. Spürt man. Das ist schon Fahren das einzig Sinnvolle, was man tun kann. Fahrraddinger, wo man einfach nicht durchkommt mit Hänger. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen, Straße zu fahren, bis ich wieder auf den Weg darf. Echt ziemlich beschissen ist. Haben sie auch echt nicht so richtig nachgedacht. So, wie kommen wir jetzt am Stückchen wieder drauf? Die ganzen Autos aufpassen. Hier. Da geht's. Oh, wir sind in Vincenza. Schau doch mal, was die Stadt so zu bieten hat. Ja. Warm. Wenn mal gleich einer kommt. Das ist schon echt erdrückend. So platt. Oh, wir haben 12 Uhr und es ist einfach so heiß. Boah, das ist echt krass. Wir schätzen mindestens 35 Grad.
Es ist einfach kein Wind und kein Wasser. Das ist echt optimal zum Erfrischen für Zuri. Es ist echt verdammt warm. Das habe ich glaube ich schon 700 Mal erzählt. Ich bin auch echt platt. Jetzt haben wir schon eins und ich habe immer noch keinen guten Ort gefunden, wo Zuri sich erfrischen kann. Jetzt haben wir schon 1:15 und eigentlich suche ich nur noch einen Supermarkt für irgendwas zu trinken. Aber auch dieser Ort hat irgendwie keinen. Das ist irgendwie echt schwer. Es ist auch keine Menschenseele draußen, die man mal nach Wasser fragen könnte. Wie ausgestorben alles. Wenn einem diese Dinger immer davon verhindern. Ah, jetzt können wir drauf. Die Radrouten zu nutzen. Ganz halt am Fluss entlang. Geiles italienisches System auch, wie man nicht durchkommt. Echt, ob ich da durchpasse. Sind die hier? Gerade eben bin ich durch eins durchgefahren, bin natürlich wieder stecken geblieben. Da ist mir das Ding jetzt abgerissen. Ich bin kotzen. Ich weiß nicht, was das immer bringt.